Schönen guten Tag. Ich darf Damen und Herren ganz herzlich begrüßen hier im Namen der Veranstaltung Protostars Planets VI, was hier zum ersten Mal im Jahr oder zum ersten Mal in Europa stattfindet. Und wir haben hier einige Gäste für Sie in dieser Pressekonferenz eingeladen und jetzt wird diese Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen und viel Vergnügen. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Es sind hier 7 eminente Vertreter der Sterne- und Planetenentstehung versammelt, die die verschiedenen Teilbereiche, die diese Konferenz abdeckt, repräsentieren. Ich gehe einfach mal der Reihe nach vor. Sie finden ganz rechts von Ihnen Herrn Professor Thomas Henning vom Nationalen Institut für Astronomie der Heidelberg. Herr Henning ist ein ausgewiesener Spezialist in Astronomie, Staubdynamik, Staubentwicklung, beschäftigt sich mit der Beobachtung von protoplanetaren Landschaften. Professor Liebens von der Universität Bern ist ein ausgewiesener Spezialist, was die, ich sage mal so, Psychologie von Planeten anbelangt. Er war einer der ersten, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie kann man diesen Wust von Beobachtungen, die wir in den letzten Jahren aufgesammelt haben, kategorisieren, systematisieren, wie kann ich in diese Zoologie der Planetendetektion Ordnung und Sinn bringen. Darüber hinaus war er einer, der sich mit der Entstehung des Mondes beschäftigt hat. Da ist die Idee, dass ein großer Brocken die Erde getroffen hat und auf diese Art und Weise der Mond entstanden ist. Die Stüllemont, der Vertreter der Universität Heidelberg hier, ist am Zentrum für Astronomie, theoretischer Astrophysiker, beschäftigt sich auch mit der Frage der Staubentstehung, Staubentwicklung, der Entwicklung von protoplanetaren Scheiben und er ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Strahlungstransports, der natürlich wichtig ist für unsere astronomischen, astrophysikalischen Beobachtungen. Professor Dine van Lissuk arbeitet an der Servacht Leiden und hat auch einen Schwerpunkt mit dem Institut für extraterrestrische Physik in München. Sie ist die Astrochemikerin. Sie beschäftigt sich mit Fragen nach chemischen Reaktionsraten, die wichtig sind für die Planetenentstehung, für die Sternentstehung, für unser Verständnis der interstellaren Materie, aus denen dann Sterne und Planeten existieren. Wenn Sie also eine Fragen haben zur Astronomie, dann ist sie diejenige, sehr gut geeignet. Professor Isabel Baraf vertritt als theoretische Astrophysikerin die Frage nach der Struktur der Planeten und der grauen Zwerge. Das sind Sterne, die gerne Sterne geworden wären, das aber nicht geschafft haben. Und sie ist auch eine ausgewiesene Expertin nach der Frage der Atmosphären dieser Objekte. Weil das, was wir detektieren, ist das Licht, was wir von diesen Atmosphären sehen. Sie arbeitet an der Universität Exeter in Großbritannien. Der nächste in der Runde ist John Bennett, Universität of Nevada in Boulder. Und er ist einer der ersten, der sich mit der Frage nach protostellaren Jets und Auflösung beschäftigt hat. Wenn sich ein junger Stern bildet, dann bildet sich eine rotationsgeschützte Scheibe in diesen Stern herum, in der aufgrund von magnetischen Prozessen Material entlang der Rotationsachse in Form eines sehr schnellen Jets abgestrahlt wird. Und er hat sich mit der Beobachtung, aber auch der physikalischen Interpretation dieser Objekte lange Zeit beschäftigt. Ganz am Ende links von ihm ist Professor Lisa Goodman von der Harvard University und sie kann Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie für die Dynamik des interstellaren Mediums haben, aus denen sich dann Sterne und die Planetensysteme bilden. Gut, ich habe Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vorgestellt und ich übergebe jetzt das Wort an Markus Pössl, der die Diskussion hier moderiert. Vielen Dank. Mein Name ist Markus Pössl. Der Beruf, den ich heute hier aufhabe, ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Landesplanetensitzes für Astronomie. Zusammen mit meinem Kollegen Dr. Guido Timm, der sitzt im Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg, haben wir so ein wenig die grundlegende Vorbereitung für diese Pressekonferenz gemacht. Sie sehen unter anderem von den Materialien, die Sie hier haben,
sollten, in einer Reinheit, wir brauchen noch welche hin. Heute geht es uns um ein sehr ähnliches Thema, wie es auch in der Konferenz selbst geht. Die Konferenz selbst ist ja eine ganz besondere Konferenz, insofern, dass das da wirklich versucht wird, das Wissen der letzten Jahre systematisch zu sammeln, einzuordnen. Am Ende wird ja auch ein Standardwerk dabei herauskommen, wo das Wissen dann zusammengefasst ist. Genauso möchten wir Ihnen, die Sie in den nächsten Jahren sicherlich viel Anlass haben werden, über neue Entwicklungen in dieser Art von Forschung, inklusive der Entdeckung immer neuer Planeten mit immer neuen Eigenschaften zu berichten, möchten Ihnen halt auch die Möglichkeit geben, das Wissen aber in gesammelter, eingeordneter Form hier präsentiert zu bekommen, genau wie es in der Konferenz dann auch mit den Wissenschaftlern, für die Wissenschaftler geschieht. Dafür haben wir unser Panel, das ist schon vorgestellt worden, aber die anderen beiden Organisatoren, die Sie gerade begrüßt haben, also Dr. Henning Beuter von Mathematik und Astronomie und Professor Ralf Klessen vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg stehen natürlich dann auch Nachfragen zur Verfügung. Zum Auftakt wollte ich einfach zwei Fragen einmal durch das Panel laufen lassen. Das sind sozusagen die grundlegenden Fragen. Die erste Frage ist, wir leben in aufregenden Zeiten für diese Art von Wissenschaft. Das ist eigentlich klar aus all den Meldungen, aus all den Fachartikeln der letzten Jahre. Ich würde jetzt gerne alle Teilnehmer des Panels fragen, welches denn aus Ihrer Sicht und für Ihr Forschungsgebiet in den letzten 5 bis 10 Jahren die aufregendsten neuen Erkenntnisse und aufregendsten Entwicklungen waren. So this is the question of what's most exciting, what has been most exciting for you in this field in the last 5 to 10 years. I apologize to everyone for my lack of German, but I'll try not to speak in English jargon, just regular English. And so I would have to say that my answer to Marcus's question is seeing theorists, so people who make calculations, especially using very large amounts of computer time, actually make simulations of the star and planet formation process that start to look like what we actually observe. So for a long time, the observations were much more complicated than the theories. And the theories were more like little toy experiments compared to the complexity of what we actually see. So you've all seen these very beautiful images of nebulae and complicated looking gaseous structures in the space between the stars in the interstellar medium. And there were simulations that kind of looked like that, but when you actually did what we call taste testing, which was to say, if you don't just look at it, but like food that looks like something, so a glass of iced tea can look exactly like apple juice, but if you taste it and you think that it's iced tea and it's apple juice, you spit it out and you like apple juice. So we've designed a lot of statistical tests, my group and many others, to try to really compare the output of these big simulations to very complicated observations at many, many wavelengths. So that's another thing that's new, is that people use a lot of different kinds of telescopes at the same time rather than just one technique. And so the theorists make me comment, they've started to make what we call synthetic observations. So observations of their simulations as if they were using a real telescope, so that we can compare what they find with what we see in the real universe. And we've made a lot of progress understanding the different roles of things like magnetic fields and gravity and heating, cooling, and photons, radiation from stars embedded in these regions, both on the large scale where I do most of my work and also on the small scale where I have to include all of those things and very importantly chemistry and interaction between dust and radiation and gas. All of this has now been included really in a much more realistic way in the last 5 to 10 years than it had been before. So I think doing more and more of that in the future is going to make it possible to understand this field that's very hard to understand with just pencil and paper theory. Ich fasse die englischen Antworten auf Deutsch zusammen, mein Vorschlag. Was Frau Professor Goodman besonders beeindruckend findet in den letzten Jahren, ist beschäftigt sich ja sehr intensiv mit dem interstellaren Medium, mit dem, was da an Gaswolken, an Wechselwirkungen
und ähnlichen Dingen vor sich geht. Das ist ja dann auch wieder wichtig dafür, wie neue Sterne entstehen. Was hier besonders beeindruckt ist, dass jetzt die Simulationen, wo man wirklich mit physikalischen Gesetzen hineingeht und versucht nachzuvollziehen, können wir im Computer solche Strukturen, wie wir sie da vorfinden, dass diese Simulationen jetzt so weit sind, dass sie wirklich realistische Ergebnisse geben im Vergleich mit den doch sehr komplexen Beobachtungen, die man da bei sehr vielen verschiedenen Wellenlängen, das ist ja eine Eigenschaft der Astronomie, macht. Früher waren diese Simulationen mehr Spielzeugmodelle, mit denen man einige Aspekte dieser komplexen Situation produzieren konnte. Aber jetzt, so die Aussage, würden wir sogar den Geschmackstest bestehen, denn Eistee mag von außen wie Apfelsaft aussehen, aber er schmeckt dann eben doch anders. Und hier ist es jetzt auch so, wenn man mit den Ergebnissen dieser Simulationen, da wird dann wirklich Bilder gerechnet, die so aussehen wie Beobachtungen, also direkt mit dem, was Teleskope zeigen, vergleichen kann. Wenn man diesen Vergleich macht, dann kann man nachprüfen, dann kann man den Geschmackstest machen, dann kann man in die Details gehen und wird Übereinstimmungen zwischen Simulation und Beobachtung finden. Okay. Well, so for me, I think the most remarkable thing is the technological revolution we're in the middle of. Within the last decade, we've seen an entire armada of space missions devoted to astrophysics, planetary science. For example, we've had the Spitzer Space Observatory, which has produced the most detailed studies of star formation regions in the galaxy. We launched a Planck satellite, which was designed for cosmology, yet it has provided the first all-sky views of the cold interstellar medium in the foreground. We just finished the Herschel Space Observatory's 3.5-year mission, which is literally completing for the first time in human history the exploration of the Milky Way galaxy. The spectrum, we are living in a special time, unique in human history. We are the first generation that have access to the entire spectrum. And we are now taking advantage of this by flying missions throughout the electromagnetic spectrum. Also on the ground, we are just commissioning the Atacama Large Millimeter Array, which is literally like the Hubble Space Telescope on the ground. It'll have a resolution which is 10 times sharper than Hubble, and it'll probe the cold interstellar gas and dust that makes stars and planetary systems, as well as the very distant universe where galaxies and the first stages of star formation are occurring. So we live in an absolute revolutionary era that's an unprecedented in human history. Also Professor Belli hat, wie Sie gehört haben, in den Vordergrund gestellt, dass wir in einem einzigartigen Zeitalter der menschlichen Geschichte leben, was die Astronomie angeht, weil wir Zugang zu so vielen verschiedenen Arten von Beobachtung, zu so vielen verschiedenen Wellenlängen haben wie nie zuvor. Wir sind sozusagen die erste Generation von Wissenschaftlern, die wirklich das ganze Bild sieht. Die Beispiele wurden ja genannt, die Spitzer Weltraummission, das Herschel-Weltraumteleskop, was zum ersten Mal halt wirklich uns unsere ganze Heimatgalaxie, die ganze Milchstraße gezeigt hat. Der Planck-Satellit, der eigentlich ja kosmologische Fragen behandelt, aber der quasi nebenbei viele Informationen über das, was für ihn der Vordergrund ist, also über das, was entsprechend an kalter Materie auch in unserer eigenen Milchstraße zu sehen ist, liefert. Das waren jetzt so die Weltraummissionen. Auf dem Boden sieht es ähnlich positiv aus. Das ist ja gerade eröffnet worden. ALMA, ein großes Teleskopfeld in Chile, das Submillimeter- und Millimeterbeobachtung macht. Und Professor Belli hat das verglichen mit einem Hubble auf der Erde, das also in diesem speziellen Wellenlängenbereich, wo man wiederum vor allem die sehr kalte Materie sieht, 10-mal schärfer beobachten kann, als es das Hubble-Weltraumteleskop kann. Soll ich auf Deutsch oder auf Englisch? Mein Deutsch ist nicht so gut als mein Englisch. Ruhig auf Deutsch. Okay, ja, deswegen entschuldigen meine gebrochene Deutsch. Ja. So für mich natürlich, das seit, sagen wir, 10 Jahre oder 15 Jahre, da sind ganz viele Sachen passiert, wegen Sternentstehung, Planetentstehung. Ich werde so meinen Kurs von Planeten heute nehmen. Und ich denke, das ist
Was wir gelernt haben seit ungefähr 10 und 15 Jahren, seit die erste Exoplaneten entdeckt waren, das ist in 1995, bei die Leute von Genf, das ist diese ganz, ganz viele verschiedene Sorten von Planeten, das wir entdeckt haben. Früher, wir kannten nur ein System, unser Sonnensystem mit 9 Planeten und das war's. Und alle die Theorien, was wir wissen von Entstehung und auch von Struktur, von Atmosphäre, alles war gebildet mit dieser, was wir wüssten von diesen 9 Planeten. Und jetzt haben wir Tausende davon, wir haben ungefähr 400 oder 500 von Planeten, wir kennen die Masse der Radius, deswegen für Leute wie ich zum Beispiel, die machen die Struktur, die studieren die Struktur, das ist absolut Wahnsinn. Wir haben entdeckt Monster-Sachen wie Saturn-Planeten, das ist die Masse von Saturn, aber das hat so viele schwere Elemente, so wie Eisen, so wie, was weiß ich, schwere Elemente, das sind alle Elemente, die schwieriger als Wasserstoff und Helium sind, das ist kein Gas, das könnte entweder Rock, Eis, Steine. Nee, Leute mögen nicht Steine. Ja. Und zum Beispiel von der Struktur her, diese Modelle zu machen für diese Planeten, das ist sehr, sehr schwierig, weil das ist alles total neu. Deswegen muss eine neue Theorie da einbinden. Von der Entstehung auch, wie kann so ein Monster entstehen werden? Das sind Fragen zum Beispiel meine Kollegen von Lieblingssphäre zu antworten, wie können solche Monster entstehen. Und deswegen diese ganze Variation von Systemen, das hat eine große Revolution gemacht in der Theorie von Planeten, von der Struktur, von der Atmosphäre und von Entstehen. Und das bedeutet, dass es gibt so viele jetzt zum Arbeiten, bei uns gibt keine Arbeit los, oder Leute wissen nicht, was die machen mussten. Es gibt zu viel Arbeit, weil es gibt zu viele Fragen jetzt. Ja. So, das war's. Entschuldigung, ich verstehe Deutsch ganz gut, aber I prefer to speak in English. So for me, really the story of the last 5 to 10 years has been that of water. I mean, basically, where do the water molecules that are here in this glass, where do the water molecules that are in our body, where do they come from? And thanks to a number of observatories, especially the Herschel Space Observatory in the last several years, the Spitzer Space Telescope, but also ground-based facilities, we've now been able to sort of trace the story of water from its very first formation, when you bring oxygen and hydrogen atoms together in the very cold and tenuous clouds of space, and trace that whole story really through the collapsing cloud and then into the disks out of which planets like our Earth are formed. So we now actually know that most of this water, the initial bonds between the hydrogen and the oxygen atoms, were really formed already very early, even before the cloud started to collapse to form a planetary system. That water was mostly as ice, so it was really formed of tiny dust particles that represent tiny centigrades. And those basically brought the hydrogen and oxygen together and formed a bomb. I mean, if you try to bring hydrogen and oxygen together in a gas, well, if you take the hydrogen gas and oxygen gas, you make a big explosion. That's not what you want to do. But if you bring the atoms together, then you basically cannot form a bond. You need these tiny dust particles to form that. And so that's what we've now learned, that a lot of the molecules that we are present here are actually formed some 4.5 billion years ago in the cloud out of which our own solar system formed. And I think in the future, we're going to basically zoom in. We now have sort of a big picture, but we cannot yet see sort of exactly how much water, ice is where and to what extent that could influence the formation of planets. Whether you have water as ice enhances planet formation. And in the future, especially with ALMA, we will be able to zoom in on these disks in which planets are being born, and we can see, well, this is a region where you would form water-rich planets, and this is a region where you would form not so water-rich planets, like ours. So that, of course, also varies then on the bigger question as to which kind of planets life would be possible, because we still think that you want to form life. Sie haben also von Lissek, Professor Lissek ist das Spannendste der letzten 5 bis 10 Jahre wirklich das Verständnis
wo das Wasser herkommt. Und wir wissen alle, dass das Wasser ganz zentral ist, nicht nur jetzt hier in Form von Mineralwasser, sondern es ist einfach auch ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers als Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Und da gab es halt wirklich unheimliche Erkenntnisfortschritte, dass man jetzt wirklich das Wasser verfolgen kann von dieser ursprünglichen Wolke aus Gas und Staub, aus deren Kollaps dann junge Sterne mit Scheindruck, auf diese Scheiden kann man das Wasser verfolgen, hervorgegangen sind und daraus dann weiter zu den Planeten, die sich aus diesen Scheiden gebildet haben, wobei das Interessante an der Entstehung von Wasser in diesem Zusammenhang ist, mit dem Chemieunterricht, wenn man einfach nur Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringt, dann macht es Druck und es gibt eine Explosion. Das möchte man in diesem Zusammenhang natürlich nicht, aber was sich stattdessen halt andeutet, ist, nicht andeutet, was man stattdessen halt herausgefunden hat, ist, dass es die winzigen Staubteilchen sind, die da chemisch eine wichtige Rolle spielen, dass sich das Wasser, der Sauerstoff, indem sich diese winzigen Staubteilchen anlagert, deutlich gewaltloser miteinander verbinden kann und dass das Wasser, was wir heute hier auch auf der Erde haben, dass das sich zusammengeschlossen hat, Wasserstoff und Sauerstoff, schon sehr früh in dieser Geschichte, eben vor 4,5 Milliarden Jahren in dieser ursprünglichen Wolke, auf diese Weise nämlich an den Staubteilchen. Und Lissek hat jetzt auch schon ein wenig in die Zukunft geblickt und hat gesagt, mit ALMA, dem Photonenteleskop, das hier jetzt auch schon erwähnt worden werden wir in Zukunft noch viel genauer auch in diese Scheiben, in diese Wolken schauen können und dann werden wir auch genauer herausfinden können, wo sind denn Bereiche, die für die Bildung von Wasser günstig sind, wo ist es vielleicht eher weniger ungünstig. Das ist natürlich eine ganz zentrale Information, wenn wir auch herausfinden wollen, wie sind die Voraussetzungen dafür, dass sich Leben auf Planeten anderswo bildet, denn zum Leben, wie wir es kennen, gehört nun einmal das Wasser. Ja, also für mich ist das Thema der Entstehung von Planeten, also wie das verstanden gegangen ist, das Thema. Wie Sie schon gehört haben von Professor Lissek, Planeten entstehen aus Staub, also winzige Staubkörnchen, ungefähr ein Zehntel so groß wie der Blick von menschlichem Haar. Und man braucht eine unglaubliche Menge von diesen Staubteilchen natürlich, um einen Planet zu bauen wie die Erde. Und bis vor kurzem war die Idee, dass dieser Prozess einfach ein sehr gleichmäßiger Prozess ist in so einer Scheibe, rund um einen Stern, dass die Teilchen einfach zusammenhaften und immer größer werden und irgendwann entstehen Planeten. Und diese Idee hat große Probleme mit sich gebracht, nämlich dass es hat sich herausgestellt, schon auch lange Zeit her, dass die Teilchen, die dann gebildet werden, immer wieder zerfallen, weil die mit großer Geschwindigkeit aufeinander stoßen. Und das heißt, man bildet ein großes Aggregat von Staubkörnern und das fällt dann wieder auseinander. Die große Entwicklung von den letzten paar Jahren ist, dass es immer deutlicher wird, dass dieser Prozess nicht ein gleichmäßiger Prozess ist, sondern dass es in Klumpen stattfindet. Und dass die Scheiben Klumpen haben, wo dann Staub gefangen wird und diese Staubfallen sind dann sehr ruhige Gebiete, wo der Staub sehr hohe Dichte hat, also dort wird in diese Richtung angezogen und man hat also von diesen Staubfallen und wir nennen das Planetenfabriken, weil es mehr oder weniger lokale Gebiete sind, wo Planeten dann auf jeden Fall planetesimal, also die Vorstufen von Planeten dann gebildet werden. Und das hat sich jetzt immer weiter bestätigt. Und jetzt mit ALMA, und da ist auch Professor Lissek sehr, sie hat mit ihrem Team die Beobachtungen gemacht. Jetzt haben wir auch die ersten Staubfallen wirklich beobachtet. Das ist jetzt ein sehr spektakuläres Ergebnis, was wirklich in den letzten paar Monaten stattgefunden hat. Und das ist wirklich, da gibt es die Vorstufen und die erste Stufen von Planetenentstehung und ich denke, Herr Benz kann auch da viel über die weitere Entwicklung von Planeten berichten. Jetzt wird es langsam schwierig, etwas Neues. Aber ja, für mich ist überraschend alles, was man eigentlich lernen kann,
mit Beobachtungen, wo man eigentlich die Planeten nicht sieht. Die Entdeckungsmethoden, die größte Beute von Planeten, Exoplaneten erzeugt haben, sind Radialgeschwindigkeitsmessungen und Transitmessungen. In beiden Fällen sieht man den Planeten nicht. Man sieht nur den Stern oder am besten den Schatten des Planeten. Und aus diesen indirekten Methoden kann man viele Sachen herleiten, wie zum Beispiel die Masse des Planeten. Man kann den Radius des Planeten. Wenn man die Masse und den Radius hat, hat man eine mittlere Dichte. Aus der mittleren Dichte kann man etwas über die Struktur, das wurde schon gesagt, herleiten. Durch Transitspektroskopie kann man die Zusammensetzung der Atmosphäre messen. Und das kann man alles, ohne die Planeten zu sehen. Das ist manchmal eine erstaunliche Sache, dass da so passiert, dass man Sachen beschreiben kann, ohne sie zu sehen. Und der nächste Schritt in der Zukunft ist dann klar, man will jetzt die Planeten sehen. Das ist dann der zweite Schritt, der dann später kommt. Aber aus diesen indirekten Messungen hat man das ganze Verständnis der Planetenentstehung auf den Kopf gesetzt. Das ist ganz anders als vorher. Man hat jetzt eine enorme Vielfalt von Planetensystemen gefunden, die überhaupt nicht wie das Sonnensystem aussehen. Man weiß nicht, ob das Sonnensystem eine Ausnahme ist oder ob wir noch mehr so ähnliche Systeme wie unseren finden werden. Das ist mal das eine. Wir haben gelernt, und das ist vielleicht das Wichtigste von der theoretischen Erkenntnisse, dass Planeten beobachtet werden, nicht wo sie worden sind. Das ist vielleicht diese Planetenwanderung, dass die Planeten irgendwo anfangen und dann durch die Scheibe wandern, nach innen, nach außen, machen allerlei Sachen hier. Das ist, glaube ich, das große Erkenntnis, was die ganze Idee der Planetenentstehung auf den Kopf gesetzt hat. Vorher hat man immer geglaubt, dass die Planeten da geboren sind, wo man sie beobachtet. Und das ist sicher nicht der Fall. Das sind wir ziemlich sicher. Und ich glaube, diese ganze Sammlung mit diesen Spektren und Erkenntnisse, wenn man zurückdenkt, dass man das alles herausgeholt hat, aus Sachen, dass man nie gesehen hat, ist schon etwas Erstaunliches. Ja, als einer der Mitorganisatoren der Tagung möchte ich zunächst 2 oder 3 soziologische Beobachtungen mit Ihnen teilen. Die eine soziologische Beobachtung ist die, dass Sie, wenn Sie durch die Stadt gehen, lauter rote Taschen sehen. Sie sehen einen Gott und der Astronom spricht gerne davon, von der relativen Häufigkeit von Elementen. Die relative Häufigkeit von Astronomen in Heidelberg ist gerade die höchste weltweit. Und Sie können es gar nicht vermeiden, einen Astronomen zu treffen, selbst wenn Sie es wollten. Die zweite soziologische Beobachtung können Sie machen, wenn Sie in den Tagungsraum gehen. In dem Tagungsraum würden Sie nämlich herausfinden, dass wir Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben. Und Wissenschaft auch gerade in der Astronomie, weil sie große Facilities braucht, 8-Meter-Teleskope, wir denken schon bei einem 40-Meter-Teleskop nach. ALMA war gerade genannt worden, ist eine Maschine, die sehr teuer ist. Wissenschaft ist sowohl von den Einrichtungen her, aber auch von der Community international. Wenn Sie eine dritte Beobachtung machen wollen, die mich persönlich sehr freut und an der wir hart arbeiten in unserem Institut, ist die Tatsache, dass wahrscheinlich vor 20 Jahren die Anzahl von weiblichen Wissenschaftlern in diesem Panel gegenüber den männlichen nahe am Null gewesen wäre. Wenn Sie jetzt in den Vorlesungssaal gehen, dann werden Sie sehen, das ist eine Gleichverteilung. Und ich denke, darauf können wir auch sehr stolz sein, dass die Wissenschaft sozusagen da vielleicht ein Vorreiter für andere Gebiete unserer Gesellschaft sind. Das sind meine soziologischen Beobachtungen. Jetzt wollen Sie natürlich etwas über Wissenschaft wissen. Und für mich ist das Allerspannendste, um das Thema von Herrn Benz fortzusetzen. Wir haben Planeten entdeckt, aber wenn Sie mich vor 5 Jahren gefragt hätten, können wir denn auch Ihre Atmosphären analysieren? Denn das wollen wir eigentlich wissen. Am Ende wollen wir die Atmosphären dieser Planeten kennen. Und Sie müssen sich vorstellen, die Atmosphären sind ganz, ganz dünne Schichten auf diesem Planeten. Das heißt, wir wollen diese dünne Schicht sehen. Und das ist uns zum ersten Mal gelungen. Und was wir da gesehen haben, und das ist noch eine begrenzte Zahl von Daten, ist eigentlich dasselbe, was wir bei den Planetensystemen sehen, nämlich eine Vielfalt.
Also wenn Sie aus dieser Pressekonferenz rausgehen, ist es nicht nur eine Vielfalt an Planetensystemarchitekturen, sondern es ist auch eine Vielfalt von Planeten selbst und vermutlich auch eine Vielfalt an Atmosphären. Und die Frage, die sich natürlich sofort stellen werden, warum gibt es denn auf meinem Tisch so viele verschiedene Früchte? War es sozusagen die Großmutter, die mir die Früchte alle brachte? Oder ist es sozusagen ein Prozess, der dadurch zustande kam, dass auf ihrem Tisch lauter schöne Bäume wachsen? Das heißt, hängt es von den Anfangsbedingungen ab? Von ihrer Großmutter? Oder von der Scheibe, aus der die Planeten entstehen? Oder sind es Prozesse während der Planetenentstehung, die diese Atmosphärenvielfalt verursachen? Ich kann Ihnen heute sagen, dass wir eigentlich sehr deutliche Hinweise haben, weil wir unterdessen auch die Chemie in diesen Scheiben untersuchen können. Wir haben über Wasser geredet und wir können nicht nur Wasser finden, wir können viele Moleküle in diesen Scheiben unterdessen finden, dass der Traum, die Verbindung sozusagen zwischen unseren Großeltern und unserem Planeten herzustellen, dass dieser Traum durchaus Realität gemalt wird. Also das finde ich persönlich das Spannendste, dass diese Passe von der Sternentstehung, die ich gerade nicht gesprochen habe, zur Scheibenbildung, zur Planetenentstehung, dass wir diese verschiedenen Stücke des Passes zusammensetzen. Und ich denke, es ist jetzt mehrfach davon gesprochen worden, dass das eine besondere Zeit im Leben ist, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Galilei hat auch einen Riesensprung in Technologie gemacht und das war auch ein besonderer Moment und wir sollten das vielleicht in unsere Nachwelt überlassen. Aber dass wir zum ersten Mal Planeten überhaupt sehen, spektroskopieren, demnächst vielleicht auch mal Wasser, aber am Erdähnlichen sehen, demnächst in 20 Jahren, das ist ein Prozess. Aber dass wir das erleben dürfen, das ist in meinen Augen das Allerspannendste. Denn wenn ich vor 100 Jahren gelebt hätte, hätte ich keine Exoplaneten entdeckt und ich hätte nicht über Scheiben reden können, nicht über Sternentstehung. Ich hätte höchstens wie Kant und Laplace sozusagen philosophieren können, was auch spannend ist, aber ohne jegliche empirische Fakten. Gut, wir sind jetzt einmal mit den Fragen durchgegangen. Sie haben schon gesehen, wie sich das Spektrum der Themen spannt. Wir haben die Sternentstehung, die Planetenentstehung, wir haben die Verbindung zu den großen Fragen, wie sind wir, also wie ist die Welt geworden, was sie ist, wo kommt beispielsweise das Wasser her. Wir haben Andeutungen darüber, was es in Zukunft gibt. Und ich denke, jetzt gebe ich einfach erstmal die Runde frei, dass Sie, die Leute, die auf dem Panel sitzen, oder auch die beiden weiteren Organisatoren einfach fragen können zu den Themen, die hier angeschnitten wurden, zu anderen Themen, die für Sie interessant sind. Und es wäre schön, wenn Sie eine Frage stellen, wenn Sie einmal kurz und das erste Mal sagen, wer und wo Sie sind und dann sagen, an wen oder an wen überall Sie diese Frage richten. Stefan Hubert vom Südwestrundfunk berichtet für den Hörfunk an Nicht-Astronomen in erster Linie, das heißt Nicht-Fachleute, und also ich versuche, das, was Sie hier besprechen, in eine allgemein verständliche Sprache zu übersetzen. Das heißt, man muss ganz viel wegnehmen und in der Vorlage sind ja schon interessante Fragen drin gewesen, die sicherlich auch den Laien interessieren. Gibt es eine zweite Erde? Gibt es einen Planeten, in dem Leben möglich ist, in dem es Wasser gibt, in dem vielleicht eine parallele Entwicklung zur Erdentwicklung gegeben haben könnte? Wie wahrscheinlich ist sowas? Also ich weiß nicht, an wen ich diese Frage richten kann, das müssen Sie vielleicht entscheiden. Aber wie wahrscheinlich ist es denn? Kann man sowas aus Ihrer jetzigen Erkenntnis ableiten? Ja, aber vielleicht kann man sich das so überlegen. Ungefähr 40% aller Sterne, die man beobachtet hat, haben Planeten. Es gibt 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße und es gibt Milliarden von Galaxien im Universum. Also von der Anzahl Planeten fällt nichts. Oder gibt es genügend Planeten im Universum, dass die Chancen, dass ein Planet mehr oder weniger erdähnlich ist, groß ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich 1 oder sehr nahe, dass es ähnliche Planeten wie die Erde gibt. Dann, ob die Prozesse, die Chemie und so stimmen,
damit Wasser auf einen Planeten kommt, glaube ich, ist auch sehr wahrscheinlich. Das sind physikalische Prozesse. Das ist nichts Überraschendes mit mehr oder weniger gleichen Anfangsbedingungen, gleiche Sterne, gleiche Chemie, bekommt man wahrscheinlich das gleiche Resultat. Dann geht es ein bisschen weiter mit der Entstehung des Lebens. Da haben wir leider nur ein Beispiel. Und deshalb ist es so wichtig, ein zweites Beispiel zu finden, um präzise die Antwort zu geben, ob das einmalig ist oder wenn wir es ein zweites Mal finden, dann ist es überall. Und das ist jetzt die große Frage. Und das heißt, deshalb sucht man das so stark im Sonnensystem selber, man geht auf den Mars, sucht nach Wasser, nach Leben, man versucht nach den Monden von Jupiter, Europa, glaubt man, dass vielleicht da genügend Wasser ist und vielleicht Leben und so weiter. Also man versucht, einen zweiten Stamm des Lebens zu finden, weil man überzeugt ist, wenn es zweimal existiert, dann existiert es sehr viel. Also, aber niemand weiß, man hat bis jetzt das Leben noch nie in einem Labor erzeugen können. Also, das ist noch die große offene Frage. Das Problem ist, es ist eine sehr interdisziplinäre Frage. Es ist eine Geochemie-Frage, es ist eine astronomische Frage, es ist eine komplizierte Frage. Und das weiß man, die Antwort ist nicht. Aber den Rest, der Astronomie und die Physik, das ist etwas, wo wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es so etwas gibt, wie der groß ist und wir sind nicht weit entfernt, die eigentlich zu finden im kommenden Jahr. Ich kann vielleicht dazu noch ein bisschen was hinzufügen. Ich war gerade auf einer Tagung, wo Biochemie und Astronomie sich sozusagen getroffen haben. Wir haben gerade über den astrophysikalischen Aspekt gehört, aber auch in der Biochemie werden extreme Fortschritte auf diesem Gebiet erzeugt. Und man kann sich fragen, kann man sozusagen so etwas Ähnliches wie eine RNA-Welt aufbauen, die sozusagen sich selbst repliziert, die wächst, wo sozusagen auch genetische Auslese stattfindet durch Mutationen. Und ich kann Ihnen berichten von dieser Tagung, dass man da relativ nah dran ist. Das ist nicht, Sie sollten das nicht damit verwechseln, dass man sozusagen künstliches Leben schafft, sondern man versucht auf molekularer Basis zu verstehen, wie diese Prozesse, die zum Leben geführt haben, aussehen. Und man ist da sehr nah dran. Da gibt es extreme Fortschritte auf diesem Gebiet. Und man hat jetzt in verschiedenen Teilen der Welt, zum Beispiel in Harvard, bei London, aber die Max-Planck-Gesellschaft denkt darüber auch nach, Initiativen gestartet, um die Biochemiker, die organischen Chemiker, die Geologen und die Astrophysiker zusammenzubringen. Man kann also Fortschritte dabei nur machen, wenn wir die verschiedenen Felder kombinieren. Gut, dann war das nächste. Thorsten Dambeck, Freelance Songwriter. Eine Frage, ich glaube, erstmal weg von dieser ganz großen Vision, die Sie angeschnitten haben, und so ein etwas handhabbaren, wissenschaftlichen Thema. Frau Disser, Sie haben mehr oder weniger das Wasser in unserem Sonnensystem datiert, indem Sie gesagt haben, es ist sehr alt, es stammt aus der Vorzeit eigentlich der Planetenentstehung. Können Sie uns einen Eindruck geben, wie man zu so einer Erkenntnis kommt? Yes, so the next question is how can we be so sure that this water is probably 4.5 billion years old? That's another simple story. It has to do with one clue actually we get from the ratio of heavy water to normal water that is actually in the water on Earth. That ratio is enhanced compared with the overall ratio of heavy hydrogen compared with normal hydrogen. So water consists of hydrogen and oxygen. If you replace one of the hydrogens or two of the hydrogens with deuterium, so heavy hydrogen, then you also get heavy water. And that ratio of heavy water with respect to normal water, we can measure it in our oceans, in our Earth's oceans, but we can also measure it in various bodies in the solar system. So we can measure it in meteorites, we can now measure it in comets, and again there are quite a number of new and exciting results on determinations of heavy water compared to normal water in comets, which are actually very close or almost exactly the same as the water that you have here.
And we can even trace that back further. So we can again trace this enhancement that we see in the heavy water back to this early stage, even before the tide collapse. So that's one of the clues that we're using, the amount of heavy water that we see and that we can trace that back. Another argument that we're using is basically the amount of water that is present in the various meteorites that fall on Earth. Those that are coming actually from the very inner part of our solar system are very dry, and so Earth cannot have been made out of those. On the other hand, those that come from a little bit further out in the solar system, more from the asteroid belt, they have a fraction of water that could be consistent with the delivery of those planetesimals to the Earth. And again, the water that is in those planetesimals is inherited from the collapsing star. So that's the second argument that we're using. We're certainly not yet completing this story, but certainly we have a lot of indications that the water is already formed very early and at least partially preserved. Ich fasse wieder zusammen, also die Frage war gewesen, woher wissen wir, dass dieses Wasser wirklich aus der Frühzeit des Sonnensystems kommt, und wie Sie eben auch schon auf Englisch gehört haben, der Clou ist wirklich, dass Wasser ja, dass es verschiedene Sorten von Wasser geben kann. Wasser ist ja zunächst mal Wasserstoff und Sauerstoff, und beim Wasserstoff gibt es halt schwere Varianten, es gibt die ganz normale Variante mit einem einzigen Proton, da können Sie die verschiedenen Isotopenverhältnisse bestimmen, und wenn Sie da vergleichen, die Isotopenverhältnisse für Wasser hier auf der Erde, für das Wasser, was wir hier sehen, mit dem Wasser, was man an verschiedenen Körpern des Sonnensystems, insbesondere auch den Asteroiden, den Kometen und anderen Körpern, von denen man guten Grund hat, anzunehmen, dass sie wirklich aus der Frühzeit des Sonnensystems stammen. Wenn man das vergleicht, dann kann man dann sozusagen eine direkte Abstammung konstruieren. Und wenn man sich anschaut, wie sich das in der Entwicklung wahrscheinlich abgespielt hat, dann ist klar, wenn ich zu nah an die Sonne rangehe, ist dort alles insgesamt zu trocken, als dass von dort das Wasser gekommen sein könnte. Doch wenn wir weiter nach draußen gehen, wo eben auch viele Asteroiden können, dann spricht vieles dafür, und auch in dieser Karte wird auch hingewiesen, dass diese Forschung noch gar nicht abgeschlossen ist, dass das wirklich die Quelle für das Wasser ist, was wir hier auf der Erde haben. Ja, Thomas Böhm, auch Radler und Physik in der Zeit. And really the same question, but so if I understood you now, the ratios indicate that what might have come from the comets or asteroids. But as far as I know, there are some comets or two comets where the antiphonic ratio is not the same on the Earth. So what is really, what I don't understand is what is really necessary in order to come from comets and asteroids. Why couldn't it come then from the cloud only? Yes, so that's indeed the alternative theory, that the water actually was accreted from basically gas that was in the inner nebula. There are various arguments based both on timescales and on other elements that in our Earth that speak against that particular theory. Yet another popular theory is that that water gas that was, which we're actually seeing, which we're observing in the protoplanetary disk, was actually trapped in silicates, like a chemical trap basically in silicates, and in that way it accreted onto Earth. And again, we have arguments against that in the sense that if that happens, we don't see the evidence for that anymore today in the meteorites that are coming from the inner part of the Sun, where the Earth formed. So those are some arguments against that, but as I said, the final word has not yet been spoken about it. In terms of the comets, so it's interesting that all the early measurements were always a factor of 2 difference with the water on Earth, which was used as an argument against. Now we have 3 measurements thanks to the Herschel Space Observatory that are consistent with Earth's water. So it tells us that there is a collection of
comets and planetesimals out there in the outer solar system that has the right isotope ratios. But whether they cannot be delivered to the Earth, that's another question. And there, most of the experts say that it's difficult to bring so many comets. How many comets do we need to make our wishes? And it's not easy to bring so many comets into the Earth. So that's why people are looking more at asteroids. Kurz zusammengefasst, die Rückfrage für die Nachfrage wäre gewesen, es gäbe ja auch durchaus Kometen, die ein anderes Isotopenverhältnis als hier auf der Erde bei den verschiedenen Sorten von Wasser nachmisst. Warum denn dann wirklich das Wasser von diesem Kometen kommen müsste und ob es nicht auch direkt aus dieser ursprünglichen Scheibe, aus dieser ursprünglichen Wolke, in der ja auch Wasser vorhanden war, gekommen sein könnte. Und Frau Giesek hat geantwortet, erstens, dass es jetzt bessere Messungen gibt, insbesondere mit dem Weltraumteleskop Herschel, mit den Übereinstimmungen, mit den Verhältnissen hier von irdischem Wasser sich im Vergleich zu früheren Messungen durchaus verbessert. Und dann, dass es zwar durchaus alternative Szenarien gäbe, beispielsweise auch, dass das Wasser direkt aus der Wolke oder aus der Scheibe, wenn es dann eben in Silikaten, in diesen Staubteilchen gefangen sei, auf die Erde kommen könnte. Und da argumentiert sie aber zum Ersten, dass wenn man sich die Zeitskalen, die das Wasser pro Zeit gehabt hätte, hier auf die Erde zu kommen, wenn man sich die anguckt, dass es dann kein plausibles Modell wäre. Und das andere, dass man ja durchaus auch Meteoriten hat, die aus dem gleichen Abstand von der Sonne stammen, in dem auch die Erde entstanden ist, und dass man in diesen Meteoriten in kein solchermaßen gespeichertes Wasser sieht, und dass deswegen diese alternativen Szenarien derzeit deutlich unwahrscheinlicher sind, als dass die Kometen das Wasser gebracht haben, wobei sie dann gleich nachgebracht haben. Sie haben das die allgemeine Belustigung auch bei den Kollegen gesehen. Das Problem ist nach wie vor noch nicht ganz klar, wie man jetzt so viel Wasser mit so vielen Kometen kreisen ja auch sich auch aus, wie man die wirklich so weit nach innen ins Sonnensystem bekommt, dass sie das Wasser auf der Erde abladen können. Insofern ist es aktuelle Forschung und da ist noch viel weiter an Beobachtung zu tun. Es gibt aber dann eine andere spannende Seite, die ich auch noch hinzufügen. Wenn das Wasser in den Silikaten gespeichert wäre, dann sollte man das im Spektroskop sehen können, in anderen Scheiben. Da gab es darauf Hinweise, dass es so ist, von einem früheren Satelliten ISO, da gab es ein paar Arbeiten und die Spektren waren alle ganz verrauscht und man könnte das glauben oder nicht glauben. Jetzt haben wir sozusagen Löcher gehabt und ich kann Ihnen sagen, das ist nichts. Die gibt es nicht. Das heißt, wir haben auch noch einen anderen Hinweis darauf, dass die Speicherung von Wasser in diesen Silikaten nicht der richtige Weg ist, also nicht nur vom Sonnensystem her. Trotzdem haben wir das Problem, was diskutiert wird. Aber ich denke, Sie haben auch, das sehen Sie dran, es kommen ganz tolle Sachen und wir können jetzt sagen, die restlichen Silikate im Element, zum Beispiel Serpentin, kennt jeder von Ihnen vielleicht, die gibt es nicht in diesen Scheiben. Ich habe noch eine Frage, die wahrscheinlich die Abstimmung überhaupt nicht interessiert, aber das steht mich schon sehr lange. Und zwar geht es um diese alte Strukturreihe, die man aufgrund ihrer Mercedes gefunden hat. Soweit ich weiß, ist der Stand der Meinung, das ist Zufall. Das ist die Planeten anscheinend nach einer mathematischen Reihe aufgebaut sind. Aber wenn man jetzt gelernt hat, dass die Planeten ein entstehendes Planetensystem, dass die Planeten darin wandern, dann könnte man sich aber überall vorstellen, dass es dann irgendwie bei bestimmten Bahnen sozusagen so Resonanzen gibt aufgrund der Gravitation. Lässt sich so, also das ist eine Frage der Grenzseite, lässt sich so irgendwie vielleicht erklären, dass die Physikalische eben kein Zufall ist, sondern dass sie einen physikalischen Zusammenhang hat? Das ist keine Erklärung. Also, es ist ein Schattenherz, Gesetz steht. Also wenn man eine Sammlung von massiven Körpern hat, kann man sie nicht beliebig irgendwie verteilen in der Scheibe und hoffen, dass dann die Scheibe
4,5 Milliarden Jahre überlebt. Da gibt es gravitationelle Wechselwirkungen zwischen den Objekten. Einige werden rausgeschleudert, es gibt Kollisionen und so. Also es gibt eine bestimmte Architektur, die die Scheibe dann stabil macht. Und da die Planeten sich bewegen, ist die Tendenz dann, dass nur diese stabile Architekturen dann am Schluss überleben. Und die so eine logarithmische Fortsetzung der Distanzen zwischen den Planeten, die das Gesetz ist ein natürliches Resultat von diesen dynamischen Prozessen. Ist es ja, Sterne oder länger und benutzen Sie denn sozusagen, oder kommt das sozusagen raus, wenn man sowas modelliert, simuliert, kommt dann sowas raus, oder benutzen Sie es sogar als Anregung oder so? Nee, das wäre nicht richtig, wenn man das Resultat zuerst mal einbaut und dann schaut, was rauskommt. Das sollte als Gleichung rauskommen. Es gibt einige Artikel, die gezeigt haben, dass so eine Struktur aus dynamischen Prozessen findet man sie auch anderen Systemen? Ist das jetzt eine Regelung? Ja, man findet ja Planetenresonanzen. Und das ist genau das, was Sie sagen. Einer bewegt sich nach links, der andere bewegt sich und auf einmal sind sie auf einem Punkt und dann bewegen sie sich zusammen. Das heißt, man findet Planetenresonanzen und das ist ein ganz eindeutiger Hinweis auf Migration. Und dann ist so ein bisschen wie diese Reihe, natürlich genau dasselbe. Das heißt, die Sequenz kann natürlich anders sein in einem System. Das ist nicht irgendwie ein Sonnensystem. Aber sehr vollkommen recht. Man findet solche Resonanzen. Die deuten A auf Migration hin und B auf die Stabilität. Axel Fritz, Sternenbilder, Astronomical Magazine, written in German, of course. In order to find smaller and smaller planets, looking at the mass of Earth, it is very important to get long time series if you look at transit planets. Does anyone of you have close insight of the gyroscopes of Kepler? Are they maybe, is this telescope able to look into the future again at this design based on the cycles? So, from what I understand about the failure, these reaction wheels are the specific class of wheels that were used in Kepler have had a bad record. And so my understanding is it's quite unlikely that it'll be resurrected. Of course, NASA's trying to do that, but I think the chance of reviving the reaction wheels is very limited. There is a follow-on mission that I believe NASA just approved called TESS, which is a smaller aperture. In fact, it's like a Medusa head, many small telescopes that look in various directions. It'll look at brighter stars, which will be closer. So there is a follow-up mission to look for planets using the same methodology as Kepler. But I think the chance of reviving Kepler is very slim. Also wir kurz zusammen, es geht um die Frage der Nachweis von immer kleineren und kleineren Planeten und die Richtung geht der Feld auf der Fälle erfordert, dass man gerade bei dieser Transitmethode, wo der Planet vor seinen Sternen vorbeizieht, dass man darüber sehr, sehr lange Zeiträume hin beobachtet. Das hat natürlich jetzt einen Rückschlag dadurch, dass das Weltraumteleskop Kepler der NASA jetzt außer Gefecht ist. Es ist außer Gefecht, weil die sich drehenden Kreise, die es bahnstabil halten, mit denen man auch seine Ausrichtung präzise korrigieren und verändern kann, weil die halt leider nicht mehr funktionieren. Die Frage war jetzt, ob es die Möglichkeit gibt, vielleicht Kepler auch wieder in Gang zu bringen. Und Daniel hat geantwortet, dass, soweit er weiß, diese speziellen Gyroskope leider schon keinen Beruf mehr haben, sondern wohl generell problematisch sind und dass er wenige Chancen sieht, dass dieses Kepler-Teleskop jetzt jemals wieder zur Beobachtung kommt. Er hat darauf hingewiesen, dass es jetzt eine jüngst gelegte NASA-Mission namens TESS gibt, die insbesondere bei sehr hellen Sternen diese Art von Beobachtung fortsetzen soll. Und dass das also die Möglichkeit ist, eine entsprechend längere Reihenlängenbeobachtung zu bekommen.
Gibt es. Ja, danke. Heute Morgen hat Colette Salek in dem Talk gesagt, im Sonnensystem wäre es um Chemie-Sonnensystem oder insbesondere die volatilen Substanzen darin gehen würde, wäre unser Sonnensystem eher untypisch. Was halten Sie davon, Frau? Yeah, so I think it's an open question how whether our solar system is typical or atypical in the volatiles. And so now we're talking not only about water, but also about organics context, like the carbon-bearing molecules out of which we're also made. So I think what she was trying to show was that depending on the type of star you have, so we have a sort of star that is quite ordinary, it's from about 5,000 kelvin. That is a little bit more. That is a star around which you can still have quite a lot of water and organic molecules. If you go to a star that is somewhat more massive, like the stars you have in Orion or somewhat in between, then all the signatures that we are observing from these molecules and the organics and water are gone. So that may already suggest that we might form different types of solar systems. And if you go to the other extreme, to the much lower mass stars than our Sun, there you find that, for example, ratios of carbonaceous molecules to nitrogen-bearing molecules start to differ. So again, you might expect a different kind of chemistry there. So yeah, I think it's very exciting that we're now starting to see some of the first clues as to these different volatile reservoirs that we have in disks around different types of stars. Die Zusammenfassung wieder, dass es eine offene Frage ist. Und das ist natürlich eine interessante offene Frage, weil sowohl das Wasser, um das es hier geht, bei den flüchtigen Bestandteilen, als auch die kohlenstoffhaltigen, also organischen Moleküle, die wir da brauchen, damit es unsere Körper und wie wir es nennen, weil eigentlich noch gar nicht so klar ist, wie sich das von Sonnensystem zu Sonnensystem verändert und auch unser Sonnensystem in der Hinsicht typisch ist. Ich hätte jetzt 2 Beispiele gebracht, wenn ich einen sehr massereichen Stern mit entsprechend mehr Strahlen habe, dass man da sieht, dass diese flüchtigen Moleküle, und das sieht man beispielsweise bei den massereichen Sternen der Umgebungsregion, die Sternentstehungsregion Umgebung hier sehr gut untersucht sind, dass da diese Moleküle tatsächlich abwesend sind. Das heißt, da sind ganz andere Ausgangsbedingungen für die Chemie. Und wenn man andererseits zu den sehr massearmen Sternen geht, dann sieht man da wiederum, dass sich das Verhältnis von kohlenstoffhaltigen und stickstoffhaltigen Molekülen auch wieder verschiebt. Das heißt, da sind auch wieder ganz andere Verhältnisse, Ausgangsverhältnisse für die Chemie. Aber sie sagt eben auch, dass das für sie sehr spannend ist, dass wir jetzt in dem Stadium sind, dass wir wirklich solche Beobachtungen machen können und wirklich am Beginn stehen, aufzuklären, was es in diesen unterschiedlichen Ausgangssituationen für die Chemie, das ist natürlich auch für die Entstehung von Leben ganz entscheidend, dass es damit auch sicher. So at the moment we can only observe the atmosphere of planets. The planets are big, they're near to the star. So what would you guess when we will analyze the atmosphere of the star planet and then we to this world? So what time scale do you expect? Da kann ich schon antworten. Wir hatten schon auch die Beobachtung von dieser zum Beispiel Jünger Objekt, die haben eine Planetmasse, aber wir wissen noch nicht, ob das sind Planeten oder was wir heißen Raumswerken. Und haben eine Masse von ein paar Jupitermassen und Jungen von sehr jungen Sternen,
so ein paar Millionen Jahre. Da können wir schon zum Beispiel Spektroskopie machen und Informationen kriegen. Und so, das bedeutet, diese Beobachtungen, das fangen schon an, weil was wir von uns überlegt haben, das ist so diese indirekt, so was wir nennen, Transfusionsspektroskopie. Aber jetzt bedeutet das für Jupiter, Mars, Planeten, die fangen an schon Informationen über die Atmosphäre von dieser Beobachtung zu sehen, gerade zu Systeme. Aber jetzt über die Frage über die Zeitskala. Natürlich ist es immer, wir erwarten viel von GWST, der nächste Probabilitätsskala. Aber die große ELT, und das ist die Zeitskala, das sind so ein paar Grafiken und sowas. Sagen Sie das, ja, wenn wir optimistisch, das ist nichts. Eine astronomische Zeitskala ist gar nichts. Und da können wir vielleicht auch noch ein paar Informationen zu kriegen, vielleicht noch Erdmasse, aber wir sehen die Super-Earth, ein paar Erdmasse oder Neptun-Planeten und sowas. Das wird schon möglich. So, ich denke, ja, das ist Thema. Wir werden noch alle leben. Und das werden wir sehen. Ich denke, die Natur kann uns da auch ein bisschen helfen. Also sozusagen die Erde um einen sonnenähnlichen Stern, das ist wirklich das schwierigste Experiment. Also man kann sozusagen zu Sternen gehen, die Frau Barth auch untersucht, also Sterne, die weniger Masse haben, ein bisschen im braunen Zwerg, dann ist es nicht mehr ganz so schwierig. Und dann kann man auch diese Transitmethode anwenden, die wir geredet haben. Und da könnte, wenn es gute Targets gibt, die hell sind, hell Sterne, da könnte JWST einen Fortschritt machen. Bei dem ELT muss ich sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, dass wir sozusagen die Erde erreichen. Ich glaube, das wird zu schwierig sein. Das wird mit dem ELT nicht gehen. Aber wir können wieder den Trick machen, zu Objekten zu gehen, die ein bisschen massereicher sind, und dann zu gucken, ob wir dann mit unserer Erkenntnis weiterkommen. Also wir sollten auch nicht zu viel versprechen. Also sozusagen unseren Plan zu spektroskopieren, das ist wirklich das allerschwierigste Experiment, das man sich vorstellen kann. Und das in meinen Augen wird es noch ein bisschen dauern. Aber wir haben viele Überraschungen erlebt in den letzten Jahren, neue Ideen. Und in der Voraussage der Zukunft sind Wissenschaftler ganz schlecht. Aber wir werden bestimmt Überraschungen haben. Ja. Weil es gibt überhaupt keinen Grund, weil die Atmosphäre wie unsere Erdatmosphäre Und vielleicht noch übrigens, vielleicht ein zweiter Erdmassenplanet genauso interessant. Ja. Das braucht nicht unbedingt genau die gleiche Kopie zu sein, also ein Zwilling zu sein. Zwei Erdmasse ist vielleicht genauso interessant. Wobei man wirklich schon in einer Atmosphäre als Exponent nachweisen will, wie man auch eine Erdatmosphäre hat. Es ist nicht irgendwie schwierig, weil man das durchgucken muss. Das heißt, man hat die Linie, die man als korrekt beobachten will, schon in der Erdatmosphäre stören. Also, insofern ist das schwierig besser, glaube ich, oder? Ja, das hat sozusagen Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite kann man diese Landesspektroskopie machen, auch irgendwann muss ja mal direkt machen. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil obwohl es ganz gut braucht, für die Sonnenfläche in der Wellenlänge. Das ist einfach, wie gesagt, das ist schon eine Herausforderung. Coming to more massive planets, en route to Jupiter is NASA's Juno probe. And if you read the press material that belongs to this mission, and you read the top priority goal of the mission is to prove the existence of a core, a solid core inside Jupiter. Is it for anybody of the experts, is a giant planet like Jupiter thinkable without such a solid core? Ja, das ist immer noch eine sehr große Frage, ob Jupiter ein Kern hat oder nicht. Weil das hängt nur im Moment die Struktur von Jupiter, das sind nur von Modellen und von Beobachtungen. Und es gibt eine bestimmte
Beobachtung, das ist sehr wichtig, zum Beispiel, und was Juno sehr gut messen kann, das sind die, was wir heißen, die Gravitational Moments. Und das ist ziemlich kompliziert, das hängt von der Sache, dass Jupiter rotiert sehr, sehr schnell und man zum Beispiel beobachtet, wie Juno, wie das kommt, ganz in der Nähe von Jupiter, und man studiert die Trajektorie, wie Juno zum Beispiel geht. Und da kann man zum Beispiel eine Idee von der Gravitation Potential machen, und das Potential von Jupiter, und davon die Leute die Modelle machen. Denn die interne Struktur von Jupiter können da eine Ahnung haben. Aber das hängt auch sehr viel von, was wir heißen, die Zustandgleichung von der Materie. Das ist eigentlich die thermodynamischen Tätigkeiten von zum Beispiel Wasserstoff, Helium und alle anderen schwere Elemente. Und das ist so rein theoretisch, das ist so Mikrophysik, das heißt, und das ist noch nicht sehr gut bekannt. Das ist sehr, sehr komplizierte Physik. Und deswegen haben wir verschiedene Möglichkeiten. Und wir machen Modelle, und diese Beobachtung zu reproduzieren, es gibt eine Lösung ohne Kern. Und es gibt auch andere Lösungen mit Kern. Und deswegen, das macht natürlich unsere Leben schwieriger, aber das bedeutet, dass wir erstmal brauchen eine bessere Beobachtung von diesen Gravitational Moments. Das ist genau, was Juno wir bringen. Und so eine bessere Ahnung von diesen Gravitational Moments. Und auch, wir brauchen eine bessere Zustandgleichung. Und im Moment in Parallel, da sind sehr viele Arbeiten gemacht. Erstmal für die Juno, das wird weiterkommen. Und auch diese Zustandgleichung werden wir hoffen, dass wir werden bessere Modelle kriegen. Und diese Antwort, denke ich, antworten und sagen, hat wieder einen Kern oder nicht. Und das ist natürlich sehr wichtig zu verstehen, wie Jupiter entstanden ist. Und es gibt verschiedene Modelle, Co-Accretion Model zum Beispiel, und sagt, Jupiter muss einen Kern haben. Also das hat sehr, sehr große Impact und Influenz über. Das kannst du gut sagen, die Kollegen, die jetzt die Entstehung von Planeten erforschen, noch etwas hinzufügen. Entstehen bei Ihnen Jupiter Unikale? Nee, aber was die Geschichte noch schwieriger macht, ist, dass der Kern sich auflösen kann mit der Zeit. Jupiter kann mit einem Kern geboren werden und dann löst sich der Kern in der Höhe auf mit der Zeit. Also das ist dann eine zusätzliche Schwierigkeit, auch wenn er heute keinen Kern hat. Ein gesteinsartiger Kern. Ja, aber auch wenn er heute keinen hat, beweist es noch nicht, dass er nicht in deinem geboren ist. Das ist dann ein zusätzliches Problem. Aber was ich da immer interessant finde, ist, dass die Modelle, die es erlauben und nicht erlauben, zu wissen, ob es einen Kern gibt und nicht kann, hängen davon ab, meistens man ja entsprechende innere Struktur modellieren kann. Diese innere Struktur hängt von der Zustandsgleichung ab, von Wasserstoff zum Beispiel, und das ist dann plötzlich Atomphysik. Und dieser Zusammenhang zwischen Atomphysik, das ganz kleine, und dann die makroskopische Struktur von Riesenplaneten, ist auch wieder etwas Interessantes, und man muss warten, bis man genügend gut diese Zustandsgleichung von Wasserstoff, das denkt man, das sollte ja schon lange bekannt sein, das viel einfacher geht es nicht, Wasserstoff, aber trotzdem ist das immer noch ein Problem, wir eine Forschung gemacht. Die Struktur, wie man sich da so ein Jupiter, das Innere von Jupiter vorstellt, ist rein durch Modellierung und da gehen von Elementen. Ist das ein Follow-up? Ja, das ist im Grunde noch eine kurze Nachfrage zu dieser Thematik. Also ich habe es richtig verstanden, es gibt bereits Modelle, die einen Jupiter ohne Kern in die Welt setzen. Oder verfolgt man eigentlich nur diese Co-Accretion-Modelle, die erst einen Kern generieren, der dann irgendwie diese Hülle, diese große Gashülle dann anzieht, und man will diese jetzt mit dieser Mission überprüfen, ob es diesen Kern wirklich gibt. Also es gibt zwei Planetenentstehungsmodelle. Das eine ist diese Co-Accretion, wo man so jetzt einen Kern aufbaut, und wenn der Kern massiv genug wird, dann bildet er eine Hülle, Gashülle, die mehr oder weniger groß sein kann.
Die andere ist das genannte direkte Kollaps, wo dann ein Teil der Scheibe unter ihrer eigenen Masse sich zusammenzieht und kollabiert. Und das Problem mit diesem Modell ist, die Fähigkeit zu kollabieren, ein stabiles, gebundenes Objekt aufzubauen, ist, dass man genügend rasch das Objekt kühlen kann. Das Objekt rasch genug kühlen kann. Und das ist nur in bestimmten Orten in der Scheibe möglich, draußen nicht drin. Also diese U-Bilder, die man sieht, Szenarien oder so, können nicht durch dieses Mechanismus entstehen. Vielleicht sind sie für draußen entstanden, nach innen migriert, das ist eine Option. Aber das ist immer möglich. Man kann auch, es gibt Modelle, wo so ein Objekt aus direktem Kollaps entstanden ist, dann einen Kern akkretiert, indem er die Planetesimalien, die da herum aufsaugt. Es gibt viele Möglichkeiten und die werden immer mehr besprochen, aber ich glaube, die gängige Theorie für die normale, sagen wir mal, Planetenentstehung ist die Kernaggression. Dann gibt es Probleme für diese Theorie, weil ein Jupiter bei 80 astronomischen Einheiten, die man sieht, sehr weit draußen, die können nicht durch diese Kernentstehungsmodell entstehen, wenigstens nicht so einfach, wenigstens nicht in situ, weil es würde eine enorme Zeit brauchen, um dort drüben einen massiven Kern durch Kollision aufzubauen. Das geht nicht. Also man muss sich dann fragen, ob ein Teil der diesen Planeten, die man detektiert, entweder durch das eine Modell oder das andere. Das heißt nicht, es muss unbedingt nur eines geben. Es kann vielleicht zwei geben, das eine für Planeten, die sehr weit beobachtet sind und das andere für Planeten, die mehr im Inneren der Scheibe stehen. Man kann auch die innere Scheiben existierende Planeten ausschleudern. Aber um das Punkt zu bringen, der Kollaps sozusagen, der direkte Kollaps zu einem Jupiter ohne Kern ist eine exotische Vorstellung. Das wurde mal vorgeschlagen von, ich glaube, der Historio, dass ein Kern in der Mitte von so einer Gashülle sich mit der Zeit das Ganze rotiert, es wäre eine Differentialrotation im Inneren und das Ganze wird langsam sich auflösen, wie ich weiß nicht, der Zucker im Kaffee. Dafür löst sich der Zucker mit der Zeit auf. Ist vielleicht, weil es die Frage, die nicht ganz so kompakt ist, sondern eher groß ist? Ja, das ist wirklich eine gute Antwort. Es heißt, wir müssen sehen, dass es gibt so diese Kerne, die sind noch nicht so ganz richtig, auf welche Materie sie gemacht und das ist so diese Schneide oder Siegkarte und sowas, das kann Eisen sein. Aber auch Eisen zum Beispiel in der Zentrum von Erde ist noch nicht so ganz richtig, ob die Eisen, also diese Kern von Erde ist, tot ist, solid. Ist fest, genau, und das ist so eine Flüssigkeit. Ja. Aber jetzt Leute zum Beispiel arbeiten mit Zusammenleitung von Eisen und so unter die Bedingungen von Erde, das ist die Gleichung etc. Und wahrscheinlich ist die Eisen so eine Flüssigkeit. So erstmal, das bedeutet, das ist nicht so hart und das kann etwas passieren. Ja. Und dann im Jupiter, was auch passiert, ist, dass so, man hat diese Kern und welcher Zustand das ist, weiß man nicht so ganz, aber dann da ist auch Wasserstoff. Und Wasserstoff zum Beispiel, das ist so, sagen wir, ein nicht einfacher Gas, weil Wasserstoff, das geht überall und das reagiert sehr viel mit alle Materie. Und zum Beispiel es gibt Leute, die experimental arbeiten machen mit Wasserstoff mit so großem Druck. Und versuchen zum Beispiel die Zusammengleichung von Wasserstoff und großem Druck zu analysieren. Und das ist sehr gefährlich, weil Wasserstoff, das ist wirklich, das reagiert sehr schnell. Und deswegen man kann auch denken, dass irgendwie Wasserstoff geht da rein und diese Kerne irgendwie bricht.
diese Materie, das von der Kern gemacht ist, und dann einfach ist so eine Illusion geben. Ja. Das ist alles möglich. Und wenn der Kern so flüssig ist, das könnte auch sein, dass es natürlich langsam und sich mischen über Schichten. Und deswegen ist es so eine große Möglichkeit. Ja. Ich möchte an der Stelle vielleicht, Sie haben vielleicht für den Teil Plenum der Pressekonferenz einfach noch eine letzte Fragerunde, weil ich alle anbieten bitte noch mal ganz kurz zu sagen, was ihr als spannend sich für die nächsten 10 Jahre erwarten. Ich würde wirklich nur Startwortartig und danach gibt es natürlich noch die Möglichkeit für die tiefen Erzählung, hier das direkt mit den Worten im Panel stehen. Vielleicht sehe ich diesmal die andere Reihenfolge und was eine Heldin anzeigt. Wir haben über alle schon was gehört. Einmal hat gerade begonnen, Resultate zu geben. Also die bist du für dich selbst, wir waren Chile zur Eröffnung und das ist nicht so lange her. Und wir sehen schon fantastische Resultate, aber die Maschine ist eigentlich nicht fertig. Und ich denke, was wir in den nächsten Jahren machen können, ist, dass wir die Planetenentstehung tatsächlich dort sehen, soweit das unsere Beobachter natürlich erlauben. Zu sehen, indem wir verschiedene Objekte anschauen und natürlich dann eine Alterssequenz bauen, als wenn wir uns verschiedene Individuen im Raum anschauen und sozusagen die Entwicklung herausfinden. Ich finde, das ist das Allerspannendste. Dafür haben wir immer geträumt und viele, gerade Frau Düssel hat da viele Jahre dafür gearbeitet und jetzt haben wir das Ding. Und es ist einfach fantastisch und die Ergebnisse, die wir auch hier auf der Tafel sehen, die uns ein bisschen Geschmack geben. Die sind schon so toll, obwohl die Maschine noch nicht ganz fertig ist, dass wir da in den nächsten Jahren eine fantastische Dinge haben. So, das ganze Feld hat sich vom Anfang an mit eben neuen Beobachtungen, neuen Instrumenten sich entwickelt. Das ist der Fortschritt der Instrumente, das ganze Feld so fortgebracht hat. Und was ich hoffe, ist, dass einmal die Theorie, die bis jetzt immer hinterher versucht hat, da mitzumachen, weil in der Lage ist, etwas vorherzusagen und erklären, vielleicht etwas schneller nach der Entdeckung, das ich heute ja, ich schließe mich gleich bei an, also Alma ist unsere großes Traum gewesen und dass wir da wirklich die Prozesse von Planetenentstehung sehen können, vielleicht wirklich Planeten, die gerade am Entstehen sind, wirklich da in ihrem Wesen im Aufbau sind, dass wir die sehen können in der nächsten Zukunft und auch verstehen können, wie die Prozesse. Yes, indeed. I mean, the next decade is going to be Alma's decade, and Alma is going to be soul. And so I think we've also delivered our soul to Alma. But indeed, I'm looking forward to see the diversity of planetary systems being born, and especially then also the chemical composition that we talked about. I mean, really how typical is our own solar system compared with the others, and especially the ingredients there. Diese Kategorie angeschlossen, den allgemeinen Motiv auf Alma, auf das spannendste Frage wird für Sie mit sein, dass wir mehr herausfinden, wie typische und untypische Organisationssystemen. So, ich denke, die nächsten 10, 20 Jahre werden wir sehr, sehr viel Neues lernen in der Atmosphäre von diesen Planeten. Und auch mit ganz neuen Instrumenten und Instrumenten. Und wie ist Vorhersage? Das ist ein neues Gebiet, das fand man eigentlich so in diesem Planetatmosphäre, das ist beste Vorhersage. Wie sind Planeten? Das kann ich natürlich auch eigentlich jetzt ist, aber da gibt es eine meteorologische Hinaus. Und vielleicht 20 Jahre werden wir das Wetter vorhersagen über eure Lieblingsplaneten und dann die Meteorologen machen. Und im Moment ist es voll wie weil ich überhaupt nicht mehr So, of course, Alma. I think there's actually a number of very exciting projects. In the near future, Gaia is going to revolutionize
our ability to measure distances by directly measuring a series of billions of stars. And in a related project, there's a radio project to measure the parallax of masers throughout the galaxy. And this is fundamental because this will allow us to actually pin down precise distances and motions within our galaxy, which will enable us to interpret our current data much, much better. And looking at years beyond that, of course, in 2018 we'll launch the James Webb Space Telescope. And that will be an enormous need to in the infrared and the resolution. And of course, if you are lucky, the 30-meter telescopes, 37-meter telescope, feasible to start working. And so I look forward to an enormous boost in resolution sensitivity in the star formation will allow us to really resolve star clusters and understand the environment where most stars form. Most stars do not form in isolation, form in rich clusters. And so the next 10 years will help us understand how the interactions of the environment impact the outcomes of planet formation. Valley hat Alma jetzt noch hinzugefügt, die ja auch anstehende Mission Gaia, die Galaxie halt und die Sterne der Galaxie insgesamt ihre Entfernung mit deutlich größerer Genauigkeit zu bestimmen als bisher, da wir wirklich ein dreidimensionales Bild unserer Heimatgalaxie hinzugewiesen, dann natürlich auch das James Webb Space Telescope entsprechend und was ihr thematisch am interessantesten findet, ist, wir sagen, Sterne entstehen ja, viele Sterne entstehen ja nicht einsam und alleine, sondern die entstehen in Haufen, die entstehen in Umgebungen, mit denen sie wechselwirken und da sieht er also deutlich bessere Beobachtungsdaten, die jetzt für solche Forschungen eine ganz neue Grundlage geben. I'm so glad that my colleagues have already explained AMA and Gaia and AWST and all of these things because it lets me say something that's very dear to my own heart. So I do astronomy research, but I also do data visualization and computational research. And so it's finally come to a point where my colleagues cannot understand their simulations or their data without help from my other community, the computational and data visualization community. And so it's a wonderful opportunity to talk with my colleagues about having an image of a disk that's about to form planets made in 17 or 25 different molecules, and people like Navina want to see all of them at the same time in 3 dimensions because we can figure out the 3rd dimension from the velocity of the material, and they want to see how they interact, and they want to compare the numerical models and these beautiful images. And so it's become not a luxury to do that, but a necessity, so it will keep my friends and me employed doing that for some time. And some of my friends have shown very beautiful movies at the conference, and so I asked them to put the hashtag PP6 in Roman numerals _movies on some movies, and so if you go on the web, you can see some of the movies that have been shown at the conference that use these beautiful visualization techniques, including my favorite, which I can show you after on the little time. It's not long, so it's okay if I show it to you. In der Zusammenfassung ist aber froh, dass ALMA und diese komplizierten Instrumente schon erwähnt worden sind, denn damit kann sich auf etwas konzentrieren, was ihr halt sehr am Herzen liegt, und das ist, dass die Simulation und ja auch die Beobachtung jetzt so komplex geworden sind, dass es gar nicht mehr so einfach ist, das, was man da an Daten hat, direkt durch Ansehen zu verstehen. Und Melissa ist eben jemand, der sich schon sehr lange sehr dafür stark macht, für verschiedene Visualisierungstechniken, wie man mit Hilfe von Computern halt solche komplexen Datensätze möglichst verständlich, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern eben auch für die Wissenschaftler, die damit arbeiten sollen, darstellen sollen. Und sie freut sich sehr, dass dieses Gebiet damit jetzt an Wichtigkeit gewinnt, hat eben mit dem entsprechenden Twitter-Hashtag PPVI, also PP6, Unterstrich Movies, den sie gezeigt hat ihre Kollegen, die jetzt hier auf dieser Tagung Filme zeigen, dazu aufgerufen, ihre Filme darunter zu twittern, anderweitig zu veröffentlichen. Und wenn jemand Interesse hat, sie hat auch einen Film, den sie hier für die noch Fragen haben, zeigen wird. Und damit darf ich jetzt erstmal allen hier für Fragen zur Verfügung standen. Ich freue mich, dass Sie da waren. Und wie gesagt, es gibt jetzt natürlich immer noch die Möglichkeit für Gespräche im kleineren Kreis. Ich hoffe, es war richtig interessant und einen schönen Tag.